Der Gardasee. Es soll ja Leute geben, die finden es hier scheiße. Also wenn es ums Mountainbiken geht. Ich persönlich finde es ja ganz geil. Und das seit fast 20 Jahren. Denn der Gardasee hat so viel mehr zu bieten als nur Trails. Hier geht es ja irgendwie auch um die deutsche Vita, um das Lebensgefühl. Und trotzdem, ja, auch die Trails haben mir immer schon gut gefallen. Aber jetzt entdecke ich den Gardasee auf eine ganz neue Art. Und das möchte ich euch heute zeigen. ...2007 war ich zum ersten Mal am Gardasee. Überhaupt. Da war ich 17. Und der Grund, dass ich hier war, war ein Familienurlaub. Denn kurz zuvor hatte mein Papa eine DVD mit nach Hause gebracht. Trailhunter Gardasee. Die besten Mountainbike-Trails am Gardasee. Und der Star dieser DVD, das war Harald Philipp. Ja, den kennt vielleicht der ein oder andere. Einer der bekanntesten Mountainbike-Abenteurer im deutschsprachigen Raum. Und Harald hat mich damals so inspiriert und ist jetzt so geile Trails gefahren, dass ich meinem Papa monatelang in den Ohren lag, dass wir nächstes Frühjahr auch an den Gardasee müssen. Und so kam es dann auch. Und die ganzen Trails, die Harald damals auf der DVD gezeigt hat, die bin ich auch gefahren. Nur eine Sache hat sich bis heute nie ergeben. Ich war nie mit Harald selbst am Gardasee. Dabei habe ich mir das immer gewünscht. Moin Harald. Ja, das ändern wir heute, oder? Auf jeden Fall. Harald, du bist neben Hans Ray einer der bekanntesten Mountainbiker Deutschlands. Du hast die ganze Welt gesehen und trotzdem kommst du immer noch hierher. Was fasziniert dich so am Gardasee? Oh, da sind ganz viele Emotionen für mich drin. Also ich hatte wahrscheinlich eine ähnliche Erfahrung wie du ein paar Jahre zuvor. Also im Abiturjahr zum Beispiel, als ich gerade 19 war, bin ich 10-mal an den Gardasee gereist. Das Abitur war entsprechend scheiße, aber der Gardasee hat mein Leben mehr geprägt, als die Schule das konnte. Und so habe ich hier, glaube ich, sowohl das Mountainbiken im Alpinen kennengelernt, als auch so das deutsche Vita, was du gerade angesprochen hast, das Leben in Italien. Und inzwischen lebe ich ja auch komplett in Italien und mindestens einmal im Jahr muss ich zurück an den Gardasee, um das wieder zu feiern. Harald, deine DVD Trailhunters Gardasee, die hat sich wirklich eingebrannt in meine Erinnerungen. Es kommt mir vor, als hättest du jeden Trail, den es hier gibt, schon gefahren. Kann das sein? Also es war wirklich eine wilde Phase damals und auch mit den Innsbrucker Worldridern, da war wirklich jeden Winter viel Zeit am Gardasee verbrannt. Ich glaube, ich kenne alle. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich sie alle noch so fahre wie damals, weil da waren wir auch auf einem hohen Niveau. Ich glaube, heute fahre ich ein paar Sachen hoch, die ich damals nicht hochgefahren wäre. Ich will dich challengen. Ja? Kennst du den Monte Carone? Monte Toblerone? Monte Canone. Monte Carone. Wo? Der ist direkt oberhalb von uns, nämlich oberhalb von Pregasina. Okay. Und genau da möchte ich mit dir hoch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da viele Mountainbiker noch nicht waren, denn ohne Motor macht das Ding einfach keinen Spaß, denn du musst richtig viel tragen. Ich bin gespannt. Aber mit Motor können wir das jetzt hochfahren. Geil. Schauen wir uns an. Ja. Auf geht's. Startpunkt unserer Tour ist Campione, am Westufer des Gardasees, etwas unterhalb von Limone. Und von hier geht's hoch nach Vesio, durch diese Schlucht da hoch. Die alte Straße von Campione hoch nach Vesio ist aktuell gesperrt. In den letzten Monaten gab es immer wieder Steinschläge, weshalb hier keine Autos mehr fahren dürfen. Für uns Mountainbiker beste Bedingungen, um entspannt nach Vesio hochzufahren. Unser Aufweg nach Vesio
führt uns über die Strada della Fora, die hier durch eine wunderschöne Schlucht geht. Winston Churchill sagte schon damals, dass die Straße das 8. Weltwunder wäre. Und warum? Seht selbst. Und an dieser Stelle möchte ich einen Warnhinweis hinterher schieben. Denn was wir zum Zeitpunkt unserer Tour noch nicht wussten, die Strada della Fora ist nicht nur für den Autoverkehr, sondern für alle Verkehrsteilnehmer gesperrt. Also auch für Mountainbiker. Der Grund? Einer der historischen Tunnel auf der Strecke ist einsturzgefährdet. Das heißt Lebensgefahr. Also bitte, zu eurer eigenen Sicherheit, bleibt der Straße fern. Wenn ihr die Tour, so wie wir, über Vesio hoch zum Passo Nota fahren möchtet, dann könnt ihr auch in Limone starten. Dann habt ihr 630 Höhenmeter bis nach Vesio, wo ihr dort zum ersten Mal entspannt zwischenladen könnt. Typisch Bike-Festival am Gardasee. Am ersten Abend sind wir dann noch auf ein Bier gegangen und schon war unsere Reisegruppe um 2 Köpfe größer. Mein guter Freund Markus Gräber ist zu uns gestoßen, mit dem ich ja unter anderem auch den Supertrails Podcast mache. Und Bosch Markenbotschafter Stefan Schlie, alias Mr. Uphill-Flow. Stefan zeigt uns hier, wie man mit dem E-Bike Spitzkern auf dem Hinterrad im Powerturn fährt. Aber Ronja braucht eine Pause. Ja. Die ersten 600 Höhenmeter sind geschafft. 2000 Höhenmeter liegen aber noch vor uns. Das ist eine ganze Menge. Und auch wenn wir jetzt noch nicht allzu viel Akku verbraucht haben, nutzen wir die Chance, hier einmal kurz nachzuladen. Allerdings haben wir gerade gehört, dass die sich das hier mit 5 € pro Bike bezahlen lassen. Das ist schon eine ganze Menge. Ich habe aber keinen Range Extender dabei und deswegen bleibt mir leider nichts anderes übrig. Also wird das E-Bike jetzt aufgeladen. Und die Jungs nutzen die Chance, selber mal kurz aufzuladen. Nachdem wir uns in Vesio gestärkt haben, liegen die nächsten 600 Höhenmeter hinauf zum Passo Nota vor uns. Doch anstatt der klassischen Route über die Asphaltstraße wählen wir die Auffahrt über eine alte, verfallene Militärstraße. Über groben Schotter und durch spektakuläre Tunnel windet sich die Straße in zahlreichen Kehren den Berg hinauf. Oben wird sie immer enger und schlussendlich zum Single Trail. Der ideale Uphill für alle E-Mountainbiker. Für Harald und mich ist die Auffahrt über diese Route etwas Besonderes, denn eigentlich kennen wir die Strecke nur als Downhill. Sie dient als Zubringer zum legendären Dalco Trail. Damals auf dem Trailhunter Gardasee Video hatte Harald auf der Abfahrt hier runter einen spektakulären Sprung eingebaut. Und den sollten wir wiederfinden. Oh, hier, das ist er. Guck mal. Geil. Das ist er. Vor 19 Jahren bin ich das erste Mal gesprungen. Und ich glaube auch das letzte Mal. Nur wegen dir, Harald. Du bist schuld, dass ich mein Leben riskiere. Ich würde das nicht einmal da runterfahren. Das ist wirklich zum Klettern, das Scheißding. Oh Gott, das ist so scary. Wenn du dir das mal anschaust hier. Ja, das Problem ist aber, dass du ja nicht hierhin willst. Ja. Fucking hierhin. Das sind A, 1 Meter Höhenunterschied. Das ist eine komplette Radlänge, gell? Und man muss bedenken, du kommst ja hier nicht mit ultra viel Schwung an, weil es geht ja bis dahin schon mal bergauf. Ja. Du musst so, ich weiß noch, als wir es damals gemacht haben, ich bin bis dahin hochgedapselt wie ein Irrer. Ja. Und dann musst du den Bunny Hop deines Lebens reißen, um da zu landen. Und direkt wieder abspringen. Abzuspringen. Das ist so tight, das Ding. Und nicht nur, dass du abspringst, weil du stehst eigentlich in die Richtung, Ja. wo der Abgrund ist, musst aber nach da links rüber. Das heißt, du landest und ziehst nach links weg. Ich habe mir das damals, glaube ich, nie so genau angeschaut wie jetzt. Das ist vielleicht der Trick. 20 Jahre her. Damals war das Rad auch blau, also es müsste jetzt wieder Also gehen. müsste es wieder gehen. Harald, komm. 20-Wette. Alter, ich glaube, ich probiere das. Echt? Echt? Ja. Der gehört dir. Wenn du es schaffst, dann probier es vielleicht auch. Ehrlich, willst du es wirklich probieren? Ich glaub schon. Ach, kein Scheiß, Mann. Das geht nicht, Mann. Das Problem ist, wenn man von hier drauf schaut, Ja. fühlt es sich an, als würde man einfach gegen eine Wand springen. Ja. Das fühlt sich einfach an, als würdest du gegen eine Wand springen.
Du springst auch gegen eine Wand. Der Sprung steht noch. Du probierst es. Gebrochene Nasen später. Hat ja auch nur 36 Jahre gedauert, erwachsen zu werden. Mal hier links im Trailer, voll links im Er hat voll rausgefallen. Ich habe mir sowas schon gedacht, dass die Kurve ein bisschen überraschend kommt. Die letzten 500 Höhenmeter unserer Tour führen vorbei am Passo Nota hin zum Rifugio Baita Segala, einer Selbstversorgerhütte, die vielen Gardasee-Bikern sicherlich wegen ihres Weindepots bekannt ist. Nach der Baita Segala geht es dann in einen steilen Single Trail, der über enge Spitzkehren hoch zum Monte Carone führt. Der ideale Spielplatz für Uphill Flow Champion Stefan Schlie. Nach 2000 Höhenmetern haben wir es also endlich geschafft. Wir sind in Pieve gestartet, über den Passo Nota bis zur Rifugio Baita Segala und dann hier über einen richtig geilen Single Trail Uphill hoch zum Monte Carone. Die Tour zum Monte Carone bietet alles, was das E-Mountainbiker-Herz begehrt. Aber wie hat die Tour denn jetzt eigentlich unserem Gardasee-Urgestein Harald Philipp gefallen? Ja, mega geil. Also es war jetzt so ein perfekter Uphill-Trail, das hast du eigentlich selten. Und gerade am Gardasee ist das wirklich ganz außergewöhnlich, dass man den Weg so komplett hochfahren kann. Richtig gut. Und was sagt Stefan zu so viel Uphill-Flow? Ja, so nach hinten raus hat sich natürlich ein Feuerwerk des Uphill-Flows ergeben, also überhaupt nicht unterfordert. Im Gegenteil, richtig sportliche Passagen bei geiler Natur. Es war einfach E-Biken par excellence und das hat echt dafür entschädigt, dass es am Anfang vielleicht ein bisschen einfacher losging, aber das Naturerlebnis war während der ganzen Nummer hier großartig. Das Beste kommt wie immer zum Schluss. Denn nach dem Gipfelglück hier oben am Monte Carone wartet eine über 1000 Tiefenmeter lange Abfahrt auf uns. Und die haben wir in vollen Zügen ausgekostet. Also Bremsen auf.
In den letzten 20 Jahren hat sich dann doch einiges geändert. Damals, als ich 17 war, bin ich an den Gardasee gekommen, weil ich genau nach diesen Trails gesucht habe. Dieses technische, steile. Für mich war das wie ein Spielplatz. Ich konnte mich wirklich austoben, konnte mich weiterentwickeln, meine eigenen Fähigkeiten auf die Probe stellen. Und ich glaube bis heute, dass mir das unheimlich viel gebracht hat. Denn die Trails hier sind auf dem losen Schotter rutschig, sie sind steil. Man muss mit unglaublich viel Präzision fahren und gleichzeitig aber dem Bike erlauben, sich selbst seine eigene Linie zu suchen. Ich glaube, davon habe ich bis heute profitiert. Und dennoch hat sich der Sport irgendwie verändert, weiterentwickelt. Auch ich habe mich verändert und die Art, wie ich Mountainbike. Flow Trails, die findet man hier nicht. Und auch schnelle Trails, wie beispielsweise in Finale Ligure, sucht man hier am Gardasee überwiegend vergebens. Und trotzdem, ich mag es immer noch. Auch wenn leider viele Trails nicht mehr so sind wie früher. Beispielsweise der Trail, der oben vom Passo Rocchetta nach Pregasina runtergeht. Der, wie ich leider feststellen musste, ist komplett eingeebnet worden, sodass man jetzt mit dem Gravelbike berghoch fahren kann. Alter, was geht? Mit Mountainbiken hat das leider nicht mehr viel zu tun. Okay, der Coast Trail auf der anderen Seite, der ist ganz cool, aber wahrscheinlich für die meisten dann doch auch irgendwie fast schon wieder zu anspruchsvoll. Es fehlt hier in direkter Umgebung um den Gardasee einfach an den lässigen Trails, die jedem Spaß machen. Man hat hier so krasse Extreme. Wie gesagt, einerseits Trails, die man mit dem Gravelbike berghoch fahren kann, also quasi keine Trails mehr sind. Und dann aber diese ultra steilen Sachen hinten in Limone, die ja irgendwie ganz schön extrem sind und eigentlich nur Wordrider ansprechen. Und dennoch, der Monte Carone hat gezeigt, dass es eben immer noch Trails gibt, die mit dem Mountainbike richtig Spaß machen. Allerdings dann doch eher irgendwie fürs E-Mountainbike gemacht sind, wobei mir die Tour zum Monte Carone schon ziemlich gut gefallen hat. Ich mag diese Abwechslung, die man da geboten bekommt. Von Pieve bis zum Passo Nota hoch hat man einfach unglaublich schöne Natur, auch wenn der Trail jetzt nicht so viel hergibt. Allerdings dann hoch zum Monte Carone, das macht schon richtig viel Spaß mit dem E-Mountainbike. Und auch runter hat es mir echt gut gefallen. Allerdings zeigt der Monte Carone, dass man, wenn man am Gardasee wirklich Spaß haben möchte, man eben ganz schön viel Strapazen auf sich nehmen muss. Man muss weit hochstrampeln und man muss relativ weit ins Hinterland fahren, um eben diese echten Mountainbike-Trails zu finden. Und für viele ist das vielleicht so ein Ausschlusskriterium, weil man es eben nicht so direkt vor der Nase hat, wie beispielsweise in Finale Ligure, wo man direkt aus dem Ort raus auf die lässigsten Trails rausfahren kann. Was ist mein Resümee nach den letzten Tagen hier am Lago di Garda? Mir gefällt es immer noch richtig gut. Auch wenn ich sagen muss, dass es hier unten am See zwischen Torbolo und Riva ganz schön voll ist. Und gerade hier die Küstenstraße, also der Radweg, der von Torbolo nach Riva führt, boah, da ist mir fast schon zu viel los. Da muss man nur noch aufpassen, dass man sich gegenseitig nicht anrempelt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es sind alle im Stress. Ich mag es, in Richtung Ledrosee hoch abzuhauen, dort hinten im Hinterland die Ruhe zu suchen. Und da ist man dann auch relativ schnell allein. Und die guten Trails, die gibt es eben schon noch. Aber eben mit ganz schön viel Aufwand verbunden. Wenn man den Aufwand auf sich nimmt, dann findet man mal richtig geiles Mountainbiking in abgelegenen Regionen in wirklich schöner Bergkulisse. Und dann am Abend trotzdem hier unten eine Pizza und ein Eis in der Flora zu genießen, das finde ich schon ganz schön geil. Und der See, der hat irgendwie auch eine beruhigende Wirkung und das mag ich einfach. Also, mein Fazit, ich finde den Gardasee geil, nach wie vor.